Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir die Bremsschläuche an der Vorderachse bei diesem Golf 4 Baujahr 2003 wechseln. Von der Marke FTE haben wir Bremsschläuche und hier steht auch das Datum 3.23. Also genau, 3.23 ist das Herstellerjahr, denn Bremsschläuche sollen nach einem bestimmten Jahr, nach einem bestimmten Alter gewechselt werden. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wer weiß wann. Und wir wechseln die hier in dem Fall einfach auf Verdacht, beziehungsweise weil die schon echt uralt sind. Meistens wechselt man die, wenn es der TÜV bemängelt oder wenn die porös sind, wenn man die so biegt und die porös sind. Und hier haben wir sehr, sehr viele Umbauten gemacht und da möchte ich die auch einmal mit neu machen. Kauflinks, alles unten in der Videobeschreibung. Alle wichtigen Schlüssel, Werkzeuge, auch alles verlinkt, das Ganze. Auf der einen Seite haben wir schon fertig gemacht, ja, auf der anderen Seite machen wir es jetzt zusammen fertig. Ich würde sagen, los geht's. 11er Nuss. Schrauben wir das Ganze hier einmal ab. So, achtet drauf, hier ist die Kupferscheibe vorhanden. Hier kommt nicht eine normale Schraube drauf, sondern so eine Hohlschraube ist das. Das ist ganz wichtig, falls ihr Bremsschläuche bekommt. Und ja, natürlich neue Kupferdichtungen. Das Ganze hier natürlich sehr, sehr gut sauber machen, wo das Ganze sitzt und die alte Kupferdichtung natürlich abmachen. So, jetzt können wir natürlich Arschkarte bekommen, denn das Ganze gammelt hier natürlich gerne fest. In dem Fall haben wir Glück, denn oft passiert es so, das Ganze oxidiert hier und diese Überwurfmutter gammelt fest, so dass man die Leitung mitdreht und da kann natürlich die Leitung kaputt gehen. Da ist es wichtig dann, das Ganze ein bisschen warm zu machen und dann könnt ihr das Ganze hin und her bewegen, dann das Ganze abschleifen, sauber machen, Unterbodenschutz drauf und dann könnt ihr die Leitung wechseln. Und können die Leitung rausholen. Dann machen wir die neue Leitung wieder drauf. Und hier einmal wieder drauf. So, und ganz wichtig, Bremsflüssigkeit könnt ihr nur mit Wasser abwaschen. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man die Bremsschläuche wechseln möchte. Und schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wann ihr so die Bremsschläuche wechselt oder bei euch gewechselt wurden. Ansonsten natürlich ganz, ganz wichtig, Bremsflüssigkeit entlüften. Natürlich links, rechts das Ganze tauschen. Ah, hier sieht man es doch, die poröse Geschichte. Fängt schon langsam an. Und ja, alles weitere Wichtige unten verlinkt das Ganze. Unten in der Videobeschreibung, Werkzeug, Kauflinks und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!